Es gibt wieder einen Riesenleak zu Assassin's Creed Mirage. Der Release wurde intern nach hinten verschoben und außerdem haben wir jetzt dennoch ein konkretes Release-Datum. Also spannende Themen, bleibt gerne mit hier im Video, ich erzähle euch alles. Zu Beginn muss ich euch aber sagen, dass ihr das Ganze mit einer Prise Salz genießen solltet. Das sind natürlich nur Leaks, beziehungsweise auch hier Spoiler sind enthalten. Dementsprechend, wenn ihr das nicht sehen wollt, checkt doch eins meiner anderen Assassin's Creed Videos ab. Aber lasst uns reinspringen in die Materie, denn der Monat Mai ist von Leaks überfüllt, gerade was Assassin's Creed Mirage angeht. Zu Beginn des Monats gab es einen Reddit-Leak, der darauf hingedeutet hat, dass Assassin's Creed Mirage wirklich im August kommen soll, denn da gab es von GameStop ein Bild, die haben so eine Release-Übersicht zu den Spielen gehabt und da sehen wir ein Bild von Assassin's Creed Mirage und darunter steht August, aber das wurde jetzt tatsächlich widerlegt. Natürlich wurden in dieser Zeit auch andere Dinge geteilt, unter anderem auch zum Beispiel eine verschwommene Karte von Jonathan, auch ein bekannter YouTuber und Leaker aus Frankreich. Aber jetzt hat Tom Henderson etwas getweetet. Und meistens sind seine Aussagen ziemlich treffsicher. Er hatte relativ oft recht in der Vergangenheit. Also schauen wir mal, was er geschrieben hat. It seems like AC Mirage has been internally delayed from August to October. Nexus AC's VR offering has also been delayed a couple of months. Also hier hat er geschrieben, dass Assassin's Creed Mirage intern verschoben wurde von August nach Oktober. Und Nexus, also das Assassin's Creed VR Game, wird auch verspätet oder verschoben ein paar Monate nach hinten. Also wir wissen jetzt, im Oktober wird Assassin's Creed Mirage erscheinen. Das ist für mich ziemlich ärgerlich, denn ich habe mir Urlaub gebucht und musste ihn jetzt umbuchen. Und dann ein paar Monate später werden wir Assassin's Creed Nexus bekommen. Also wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr. 2024 klingt da realistisch für mich. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wann ihr glaubt, wann wir dieses VR-Game bekommen. Aber natürlich gibt es auch eine Information zum Release-Date und da müssen wir uns zwei Creator angucken. JoeRaptor hat gefragt unter diesem Tweet, okay, October 12th, also 12. Oktober, und da hat Tom Henderson nur ein Meme geteilt, I got no fucking idea. Und dann hat aber Jonathan oder Jonathan geantwortet mit einem Yes-Punkt. Das heißt also, er hat das Ganze bestätigt, er hat auch Quellen, die sagen der 12. Oktober. Und dann müssen wir nochmal zu Andy Reloads gehen. Der hat nämlich eine Woche vorher, also am 3. Mai, auf den GameStop-Leak reagiert und geschrieben, October in my opinion. Also er wusste anscheinend schon, er hatte schon Quellen, dass das Ganze im Oktober rauskommen soll, schon eine Woche bevor Tom Henderson es tatsächlich geleakt hat. Und dann haben sie im Grunde eine Konversation geführt im Chat, warum er glaubt, dass Oktober mehr Sinn macht. Und da hat er eine Sache geschrieben, October 12th sounds like a nice date to me, based purely on previous AC releases and that time window of course. Ja, mit einem kleinen Zwinker-Zwinker-Meme. Und das ist sehr, sehr interessant. Also Andy hat wahrscheinlich auch Quellen, die ziemlich genau sind. Das heißt, wir haben jetzt zwei Quellen, die dieses Datum bestätigen. Einmal Jonathan, einmal Andy Reloads. Tom Henderson, der nochmal den Monat unterstützt. Und dazu muss man sagen, dass in der Vergangenheit die Assassin's Creed-Teile ja immer irgendwie im Herbst kam, zumindest die meisten. Und auch hier in der Übersicht von Levino sieht man das ganz gut, danke dafür übrigens, dass die meisten Teile wirklich im November oder Oktober rauskamen, außer Assassin's Creed 3, da hat er sich ein bisschen vertippt mit dem Datum. Aber ja, und dazu noch finanziell muss man wirklich sagen, ist das viel cleverer, denn so kann man das letzte Quartal, also Oktober, November, Dezember, viel stärker starten mit einem Spiel, als wenn man das im August releasen würde, wo man dann theoretisch nur noch einen Monat hätte, also auch für die Anleger, also für die Leute auf dem Aktienmarkt, die wissen dann, okay, das letzte Quartal des Jahres könnte wirklich ein gutes werden. Da hat Ubisoft eine Menge Zeit, Geld einzufahren mit dem Spiel. Und dementsprechend ist es auch vielleicht interessanter oder attraktiver dann für die Anleger von der Ubisoft-Aktie. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass dieses Spiel wirklich zu diesem Zeitraum kommen wird und wir im Juni, wenn am 12. Juni die Ubisoft Forward stattfindet, wir Gameplay sehen werden und auf der Gamescom im August, bin ich mir sicher, Freunde, können wir vor Ort auch spielen, Assassin's Creed Mirage. Ja, das würde ich jetzt einfach mal so raushauen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, aber das Game muss auf jeden Fall dieses Jahr rauskommen, denn es ist wirklich entscheidend, meiner Meinung nach, für Ubisoft, aber auch für dieses Franchise, dass da was kommt. Doch warum genau 2023 das Schicksal über Assassin's Creed entscheiden wird, das erfahrt ihr in diesem Video hier, also checkt das gerne mal ab. Sonst freue ich mich über einen Daumen nach oben natürlich auf diesem Video und freue mich, euch im nächsten zu sehen. Also Freunde, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.